Heute zeige ich euch, wie ihr köstliche Zimtrollen mit Kürbismus und der selbst hergestellten Hefe selber macht. Viel Spaß beim Video! Hallo, hier ist Emma. Emma Magians. Vor kurzem sah ich den ersten Hokkaido-Kürbis im Supermarkt und auch wenn es derzeitig noch nicht richtig herbstlich ist, so könnt ihr dieses Rezept auch jetzt im Spätsommer genießen. Es ist ganz einfach mit der selbst hergestellten Hefe zu machen, also mit dem Hefewasser, und unheimlich lecker und fluffig. Ihr könnt das hier sehen. Ich möchte mich ja nicht selber loben, aber die sind wirklich richtig gut geworden. Und heute zeige ich euch, wie ihr das ganz einfach selber machen könnt. Vergangenes Jahr habe ich euch schon mal einen Kürbisstuten gezeigt und habe dann natürlich einfach das Kürbismus genommen. Aber für den Fall, dass ihr gar nicht wisst, wie man Kürbismus selber herstellt, zeige ich euch das hier jetzt nochmal ganz in Ruhe. Ich habe hier diesen besagten Hokkaido-Kürbis aus dem Supermarkt. Den habe ich einmal gründlich von außen gewaschen und getrocknet. Und den gebe ich jetzt den Rest mit 2 scharfen Messer, die ich hier habe. Und da müsst ihr wirklich vorsichtig sein und gucken. Ich schaue, mit welchem Messer ich da am besten durchkomme und zerteile ihn dann ganz vorsichtig. Also passt da bitte drauf auf, dass ihr euch da nicht schneidet. Und früher habe ich das so gemacht, so kannte ich das. Ich habe einen ganz normalen Kürbis genommen, also den, wo ihr die Schale nicht essen könnt. Und da habe ich dann immer das Innere rausgeholt und das dann eingekocht. Das kannte ich bisher nur so von meiner Mutter. Ein bisschen Wasser mit dazu. Und ich finde aber die Variante mit einem Hokkaido-Kürbis oder mit dem Butternut geht das auch ganz gut. Da könnt ihr nämlich die Schale mitessen und das ist super einfach zu machen. Hier könnt ihr sehen, ich habe es halbiert und nehme jetzt einfach mit einem Löffel die Kerne raus. Und das war auch schon das Schwerste. Also wirklich total einfach diese Variante, denn ihr müsst es dann nicht auf dem Herd einkochen. Es geht einfach in den Backofen. Und ich finde, das bekommt so ganz tolle Röstaromen noch mit dazu. Ich bin gespannt, welche Variante ihr ausprobiert und hinterlasst es mir am besten mal wieder wie immer in den Kommentaren. Da freue ich mich wieder auf eure Nachrichten. So, der Kürbis ist halbiert und jetzt kann ich beginnen, den in kleine Scheiben zu schneiden. Wenn ihr jetzt einen Garten habt, dann könnt ihr natürlich die Kerne hiervon aufbewahren, trocknen, also einfach von dem Mus entfernen, dadurch entweder einweichen oder einfach so rauspulen. Und dann könnt ihr die Kerne tatsächlich einpflanzen und habt selber wieder neuen Kürbis für euch zu Hause. Die keinen Balkon oder Garten haben, müssen ihn dann eben auf dem Markt oder eben im Supermarkt kaufen. Von daher, aber ganz tolle Möglichkeiten sonst. So, also ihr habt ja gerade gesehen, wie ich meinen Hokkaido in Scheiben geschnitten habe. Ich würfel die dann noch so ein bisschen und gebe die dann auf ein Backblech mit Backpapier ausgelegt. Das kann ganz grob sein. Das macht nichts, das wird gleich lang genug im Ofen stehen. Dann gebe ich den Kürbis bei Ober- und Unterhitze in den Backofen, diesmal ohne Glas Wasser oder einer Schüssel und backe das so lange, bis es schön bräunlich geworden ist und weich. Da reichen manchmal so 15 bis 30 Minuten, je nachdem, was für einen Kürbis ihr da habt. Und die Stücke gebe ich dann einfach direkt in meine Küchenmaschine. Oder ihr könnt das auch mit dem Zauberstab pürieren, das geht auch, die sind nämlich richtig schön weich geworden. Und das Ganze wird dann ordentlich durchpüriert. Hier könnt ihr das sehen, zack. Und dann mixt es einfach so lange, bis es eine schöne homogene Masse ergeben hat. Manchmal kann es sein, also bei mir war es zumindest bei diesem Kürbis so, ich habe noch so 1-2 Teelöffel Wasser hinzugegeben. Das ist nicht immer ein Muss, aber bei mir habe ich gemerkt, Mensch, das wurde nicht so fein, wie ich das gerne gehabt hätte. Und deswegen habe ich das so gemacht. Und wenn ihr jetzt kein Rezept habt zum Backen, dann nehmt ihr jetzt dieses Kürbismus und packt das in einen Gefrierbeutel. So, hier könnt ihr sehen, ich wiege es nochmal ab, um das dann entsprechend zu beschriften, dass ich weiß, okay, wenn ich das jetzt wieder aus dem Gefrierschrank hole, wie viel Gramm sind das genau? Und dann friere ich das ein und so habe ich immer schönes Kürbismus da. Und das ist auch etwas, was man so nebenbei machen kann. Finde ich persönlich zumindestens. So könnt ihr jedes Rezept verfeinern oder wenn ihr mal eben irgendwas machen wollt, macht nichts. Supermärkte haben vielleicht zu, es ist Wochenende, Sonntag, ihr habt zufällig keinen Kürbis auf der Terrasse, Balkon oder im Garten.
dann könnt ihr da immer drauf zugreifen. Oder auch, wenn ihr zu viel Kürbis habt, der war vielleicht gerade im Angebot, und dann könnt ihr den ganz toll und schnell zubereiten und einfach verwahren. Ich finde, das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Und solltet ihr das schon machen, schreibt es mir doch auch unter den Kommentaren. Ich bin da sehr gespannt drauf. Da wir jetzt nun wissen, wie man Kürbismus macht, kommen wir auch zum Rezept. Ich habe hier das Mehl, da gebe ich Zucker hinein, beides in einer großen Schüssel, und füge das selbst hergestellte Hefewasser hinzu. Solltet ihr neu sein und noch nicht wissen, wie das geht, oben rechts verlinke ich euch unter dem i natürlich eine Playlist hierzu. Nun kommt auch noch der Teelöffel Salz. Wenn ihr die genaue Beschreibung und die Rezeptangaben benötigt, das findet ihr selbstverständlich wie immer hier unter diesem Video. Hier habe ich das Kürbismus, das sind 125 Gramm. Das ist jetzt nicht so viel, das weiß ich, aber es sorgt für diese fantastische Farbe. Und für diejenigen, die Kürbis nicht ganz so gerne mögen, finde ich, ist das eine tolle Möglichkeit, sich da mal ranzutasten. Und hier das Ei in Slow Motion. Wundert euch nicht, eins unserer Kinder hat sich das mal gewünscht, dass wenn ich ein Ei aufschlage für euch, dass ich das mal in Slow Motion zeige. Aber nicht nur die Wünsche meiner Familie erfülle ich, sondern natürlich auch eure. Das heißt, wenn ihr einen Videowunsch zu einem bestimmten Teig habt, dann schreibt es mir doch unter diesem Video in einem Kommentar, dann werde ich das gerne mal demnächst machen. Dann habe ich noch Vanilleextrakt und Butter hinzugefügt. Statt dem Vanilleextrakt könnt ihr natürlich auch eine Vanilleschote nehmen. Und dann knete ich das in meiner Küchenmaschine richtig durch. Guck mal, so schön homogen muss der Teig werden. Und wenn ihr wissen wollt, mit welchem Küchenequipment ich arbeite, auch das findet ihr unter diesem Video. So, wenn der Teig fertig ist, gebe ich den jetzt erst einmal zur Seite. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich die Kürbis-Zimtrollen gemacht habe, habe ich unheimlich viele andere Teige gehabt. Das heißt, ich hatte nur noch diese kleine Schüssel von Pyrex übrig. Die war natürlich zu klein, das war mir klar, aber das macht nichts. Guckt euch das mal an, richtig schön aufgegangen, hat so einen halben, dreiviertel Tag gedauert, bei Zimmertemperatur einfach stehen lassen. Und den Teig gebe ich dann auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Wenn euch dieses Video gefällt mit Kürbis, ich habe hier oben rechts noch den Kürbisstuten vom letzten Jahr verlinkt. Das zeige ich euch nochmal. Der ist super lecker und lässt sich auch einfrieren. Das heißt, wenn ihr da eine große Menge Kürbisstuten gemacht habt, dann könnt ihr den einfrieren und wenn ihr den dann wieder auftauen wollt, einfach bei 150 Gramm Ober- und Unterhitze mit einer Schale Wasser hineingeben und dann einfach nochmal so 10 bis 20 Minuten aufbacken. Kommen wir aber zu den köstlichen Kürbiszimtrollen. Ich habe den Teig so ein bisschen gefaltet, damit er so eckig wie möglich wird und rolle ihn jetzt nun dünn aus. Ungefähr so wie bei den Franzbrötchen, auch die verlinke ich euch mal oben rechts. Und ebenso wie bei den Franzbrötchen wird das jetzt mit Wasser entweder bestrichen oder, wenn ihr es eilig habt und es schnell machen möchtet, könnt ihr auch so eine Wassersprühflasche nehmen. Klappt ganz wunderbar. Nun habe ich die 2 Esslöffel Zimt und gebe da 100 Gramm Zucker hinzu. Das könnt ihr variieren. Ihr könnt auch zum Beispiel, finde ich, bei den Zimtrollen, also bei dem Teig vielleicht weniger Zucker machen oder den Zucker weglassen. Ich finde, so wie das jetzt im Rezept angegeben ist, total angenehm, nicht zu süß. Allerdings gibt es Rezepte, wo zum Schluss dieser Guss, den wir noch machen werden, mit Frischkäse, Puderzucker und der Milch, doppelt und dreifach ist. Das finde ich sehr, sehr süß. Aber wenn ihr das mögt, dann macht das doch bitte. Ich finde, von der Süße ist das völlig ausreichend. So, und hier hatte ich den Teig übrigens schon aufgerollt und mir ist dann aufgefallen, die Kamera lief nicht mit. Also muss ich das Ganze wieder aufrollen und zeige euch das jetzt aber natürlich. Ihr geht von dem einen Ende und rollt das vorsichtig auf. Aber das ist der Grund, warum mein Teig auf der Unterseite zufällig auch schon eine Zimtzuckermischung hat. Macht ja nichts. Habe ich Gott sei Dank noch rechtzeitig gesehen, denn das möchte ich euch selbstverständlich alles genau zeigen, wie das geht.
Und ich finde, das ist ein ganz einfaches Rezept. Ich bin wirklich gespannt, wie euch das gelingt. Habt ihr das schon mal gemacht oder kennt ihr nur die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Zimtrollen? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Das kann ich euch aber auch noch mal gerne zeigen, wenn ihr das wollt. Also wenn ihr Zimtrollen sehen möchtet, ohne Kürbis, sondern die ganz normalen, dann mache ich das natürlich auch gerne noch mal. Bei dem Zerteilen der Zimtrolle kommt es jetzt drauf an, was für eine Schüssel ihr habt. Ich habe hier meine ausgefettet und bei mir reicht das mit den 8 Stücken, die ich da jetzt habe. Ihr könnt die auch flacher machen, das müsst ihr entscheiden, je nachdem wie eure Form ist. Und die lasse ich jetzt nochmal gehen. So circa 2 Stunden bei Zimmertemperatur. Wenn ihr das in den Kühlschrank stellt, dann einfach mal über Nacht. Und hier bereite ich, während mein Gebäck im Ofen bei Ober- und Unterhitze bei 180 Grad 25 bis 30 Minuten gebacken wird, einmal den Guss vor. Das ist Puderzucker mit Frischkäse und Milch. Ich habe das recht flüssig gemacht, weil ich das lieber mag. Ihr könnt es auch dickflüssiger lassen. Und hier sind die heißen Köstlichkeiten. Ich bin richtig glücklich, dass sie so toll gelungen sind. Und nun verteile ich auf diesem heißen Gebäck noch meine flüssigen Guss. Wie gesagt, ihr könnt das auch dickflüssiger machen. Ich persönlich mag es ganz gerne, wenn das noch in diesen Rillen ein bisschen verschwinden kann. Dann kann das überall nochmal mit eintauchen. Solltet ihr es nicht schaffen, die sofort zu essen, die lassen sich am nächsten und übernächsten Tag noch in der Mikrowelle mit ein bisschen Wasser schön aufbacken oder natürlich auch im Backofen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und teilt es, damit noch mehr hiervon erfahren. Und ihr wollt mehr über das Backen und das Herstellen der natürlichen Hefe wissen? Na, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, auch das, schreibt mir bitte gerne dazu in den Kommentaren. Und hier könnt ihr jetzt das Ergebnis sehen. Dadurch, dass der Teig wirklich immer wieder Zeit hatte zum Aufgehen, ist er richtig schön fluffig geworden. Ich finde genauso fluffig wie bei den Buchteln. Das Video verlinke ich euch gerne auch nochmal hier oben. Und die waren unheimlich lecker. Ich freue mich wirklich über eure Ergebnisse. Sagt mir mal Bescheid, wie es euch gelungen ist. Ich sende euch ganz viele liebe, herzliche Grüße. Lasst es euch gut gehen. Eure Emma.